Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Für diesen Pullover werde ich mit zwei vierfädigen Bobbeln arbeiten und einer 4,5er Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und um beginnen zu können, benötigt ihr zuallererst von Handgelenk zu Handgelenk einmal die gesamte Länge. Das wären bei mir 135 cm. Ihr könnt auch bestenfalls einen gut sitzenden Pullover nehmen und davon die Ärmellänge übernehmen. So, bei den 135 cm muss ich aber 20% draufrechnen. Also egal, was bei euch für ein Ergebnis rauskommt, nochmal 20% mehr draufrechnen. Das sind dann von 135 auf einmal 162 cm und so sieht dann auch die Kette aus. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal sagen, für Größe M habe ich 225 Maschen plus eine mehr als Endmasche angeschlagen, also 226 Maschen. Denn eure Maschenanzahl muss teilbar sein durch 15. Also schlagt jetzt erst einmal eine Kette an, um auf euer Ergebnis zu kommen. Und dann zählt ihr die Kette einmal durch und schaut, ob das Ergebnis teilbar durch 15 ist. Wenn nicht, korrigieren mit entweder mehr oder weniger Maschen. Ich beginne mit einer direkten Kette, ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette arbeiten und dann mit festen Maschen zurück. Ich mache jetzt hier 2 Luftmaschen, gehe dann in die erste zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Könnt ihr das hier unten so ein bisschen zuziehen. Dann hat sich hier eine Masche gebildet. Faden holen, durchziehen, durch eine Schlaufe und dann durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, dass alles elastisch bleibt, durch eine Schlaufe und durch 2. Ganz easy. Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. So, und so geht das jetzt, bis ihr eure dementsprechende Anzahl an festen Maschen erreicht habt. Und so sieht das Geknüppel dann am Ende aus. Hier hatte ich ein paar Marker, immer so alle 50 Maschen mir gesetzt, damit ich nicht so oft durchzählen muss. Und dann kommen wir nun zur ersten Reihe. 3 Wendeluftmaschen. 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Drei Luftmaschen, 2 Maschen freilassen, in die dritte eine feste Masche. Drei Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Und so geht es jetzt die ganze Reihe komplett einmal durch. 2 freilassen und in die dritte eine feste Masche. Und kleine Bögen. So sieht es dann aus. Und am Ende der Reihe kommt das Ganze dann perfekt aus. Nun kann ich mir die nächste Farbe hinzunehmen. Den Faden fädel ich einmal durch die Schlaufe und ziehe die vorherige Farbe einfach zu. Nehme dann alle Farben zusammen und mache mit diesen die erste Luftmasche. Dann haben wir das schon mal fixiert. Und dann können wir den Faden auch schon abschneiden. So, insgesamt brauchen wir jetzt 5 Luftmaschen. Dann schneiden wir das hier mal ab.
damit uns das nicht so stört. Und dann geht es schon zur Runde 2. Dazu stechen wir hinter der ersten festen Masche in den Bogen ein und häkeln eine feste Masche. Dann machen wir 3 Luftmaschen und jetzt wird es etwas kniffliger. Wir haben jetzt 3 feste Maschen hier, diese, und dort wird die Blüte reingehäkelt. Einen Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein letztes Mal Umschlag, Faden holen, hochziehen. Nichts abmaschen, denn jetzt gehen wir mit einem Umschlag direkt rüber in die nächste. Faden holen, hochziehen, einstechen, Faden holen, hochziehen und wieder einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag und in die letzte, dritte feste Masche das gleiche Spektakel. 3-mal den Faden holen und alles auf gleiche Höhe ziehen. So, nun können wir diese ganzen Büschel gemeinsam abmaschen und haben somit 3 gemeinsam abgemaschte Büschelmaschen. Am Anfang etwas schwer und auch so verhakt man sich mal hin und wieder, aber man gewöhnt sich auch dran und dann geht das recht fix. Danach mit einer Kettmasche schließen und diese fest zuziehen. 3 Luftmaschen, ein Umschlag und jetzt durch das Löckskin hindurch nochmal eine Knospe oder eine Büschelmasche separat häkeln. Auch wieder 3-mal einen Umschlag machen, einstechen und die könnt ihr dann einzeln, so wie sie ist, abmaschen und mit einer Kettmasche schließen. 3 Luftmaschen sollten es dann insgesamt sein, also 2 nochmal hinzu. Und danach stechen wir dann wieder hinter der nächsten festen Masche ein und erzeugen somit unseren ersten Bogen. Also hier am Anfang hatten wir 2 Bögen, wir machen einen separat und der zweite, mit dem beginnen wir die Blume. Und jetzt brauchen wir mal 3 zwischen den Blüten. Der erste wird, wenn wir die Blüte fixieren, schon gehäkelt. Den zweiten machen wir dann hinter der nächsten festen Masche. Dann 3 Luftmaschen und den dritten erzeugen wir automatisch, wenn wir die nächste Blüte mit den nächsten 3 festen Maschen beginnen. Also wieder 3 gemeinsam abgemaschte Büschelmaschen. 3-mal hier den Faden holen, schön einmal hochziehen, dann in die nächste 3-mal den Faden holen mit Umschlag, hochziehen und in die letzte und dritte feste Masche auch 3 Umschläge und jeweils den Faden holen und hochziehen. Alles gemeinsam abmaschen. Mit einer Kettmasche schließen und diese fest zuziehen. 3 Luftmaschen und nun noch mal eine Büschelmasche separat durch das Löckskin hindurch, auch wieder mit 3-mal den Faden holen. Mit einer Kettmasche schließen und noch mal 2 Luftmaschen hinzu, dass wir 3 haben. Und wieder hinter der nächsten festen Masche schließen. Und so geht es dann die ganze Reihe weiter. Nochmal einen separaten Bogen mit 3 Luftmaschen und den dritten Bogen, mit dem beginnen wir dann wieder die nächste Blüte. So, wie ihr seht, gruselt sich das so ein bisschen zusammen und deswegen müsst ihr auch auf eure gesamte Armlänge von links nach rechts gemessen nochmal 20% drauf. So, am Anfang braucht ihr mal 2 Bögen und beginnt dann eine Blüte und zwischen den Blüten müssen dann immer 3 Bögen gehäkelt werden. Den ersten erzeugt ihr durchs Fixieren, den zweiten separat und der dritte, mit dem wird die nächste Blüte angefangen. Hier haben wir jetzt auch wieder 3 Bögen und jetzt fange ich die nächste Blüte an. Ganz unspektakulär. So, und am Ende, wenn wir dann die Knospe oben gehäkelt haben, brauchen wir wieder diese 3 Luftmaschen, gehen in den letzten Bogen um die Kette herum, fixieren das mit einer festen Masche. Dann brauchen wir nochmal 2 Luftmaschen
und schließen am Rand mit einem Stäbchen. Somit haben wir dann optisch das gleiche wie am Anfang. Am Anfang hatten wir 5 Luftmaschen und hier haben wir 2 Luftmaschen mit einem Stäbchen. Und dann sehen beide Seiten gleich aus. Kommen wir zur nächsten Reihe. 5 Luftmaschen. Und nun vollenden wir die Blüte. Dazu auch wieder hier am Anfang 2 Bögen. Den ersten fixieren wir hinter der festen Masche. 3 Luftmaschen und mit dem zweiten vollenden wir die Blüte. Dazu gehen wir in das Löckskin, also nicht um die Kette herum, sondern in das Löckskin rein mit dem Umschlag und häkeln eine Knospe mit 3 Umschlägen. Fixieren diese wieder mit einer Kettmasche und 2 separaten Luftmaschen. Danach nochmal eine Knospe, gleiche Einstichstelle, 3 Luftmaschen und nochmal eine letzte. So. 3 Luftmaschen. Und so sieht dann unsere fertige Blüte aus mit 7 Blütenblätter. 4 unten und 3 oben. Auch hier wieder hinter der festen Masche dann die Blüte fixieren. Somit haben wir den ersten Bogen. 3 Luftmaschen. Hinter der zweiten Luftmasche dann den nächsten Bogen fixieren und dann wieder 3 Luftmaschen und die nächste Blüte vollenden. Wieder in das Löckskin mit einem Umschlag einstechen, eine Büschelmasche häkeln, 3 Luftmaschen, gleiche Einstichstelle, nächste Büschelmasche häkeln, 3 Luftmaschen und die letzte Büschelmasche häkeln, damit wir auch hier wieder insgesamt 7 Blätter haben. 4 unten, 3 oben. Wieder 3 Luftmaschen und hinter der nächsten festen Masche den ersten Bogen fixieren. Und so sieht es dann aus. Begonnen wieder mit 2 Bögen, dann 3 Knospen bzw. Blätter gehäkelt und dann zwischen den Blumen wieder 3 Bögen. Hier mache ich jetzt wieder die nächste Blüte und so bis zum Ende. Und auch am Ende brauchen wir wieder das gleiche wie am Anfang, 3 Luftmaschen, um die Kette herum eine feste Masche, 2 Luftmaschen und mit einem Stäbchen am Ende schließen. Ich könnte so einstechen, dass es einfach schön gerade aussieht. So, nachdem wir dann jetzt unsere Blüten soweit fertig haben, können wir nun wieder die Farbe wechseln, denn jetzt kommen wieder einzelne Bögen. Das heißt, jetzt kommt wieder eine Basisreihe für die nächste Blumenreihe. Auch hier wieder den Faden durchfädeln, die alte Farbe zuziehen und alle Fäden einmal mit einer Luftmasche gemeinsam abmaschen. Dann können wir das Ganze abschneiden. Und beginnen jetzt wieder wie hier unten mit den Bögen. Dazu stechen wir in die erste Masche ein und fixieren das Ganze mit einer festen Masche. 3 Luftmaschen,
nach der ersten festen Masche einen Bogen, 3 Luftmaschen und ab hier jetzt wieder in jeden Bogen einen Bogen. Ganz einfach. Das Gute an diesem Muster ist, wenn ihr mal einen Bogen zu viel habt oder zu wenig, kann man diesen gut dazu oder wegmogeln. Wichtig ist dabei, dass ihr immer zwischen den Blüten der Vorreihe 3 feste Maschen habt. Daher müssen wir mal gucken, dass wir 3 Bögen zwischen den Blüten auch erzeugen. Und hier am Ende genau das gleiche dann wie am Anfang, 3 Luftmaschen und mit einer festen Masche am Ende schließen. Und so sieht es dann aus. Jetzt können wir wieder den Faden wechseln, denn jetzt beginnen wir wieder die untere Reihe der Blüte, nur dass wir diese versetzen werden. Wir haben für die unteren Blüten 2 Bögen am Anfang gehäkelt und nun brauchen wir 4. Also das könnt ihr euch schon mal merken, wenn die Blüte außen sitzt, braucht ihr nur 2 Bögen. Wird die Blüte nach innen verschoben, braucht ihr 4 Bögen. Wir beginnen wieder mit 5 Luftmaschen. Und dann müssen wir schauen, dass wir bis zu den ersten 3 festen Maschen 4 Bögen schaffen. Also diese 3 Luftmaschen, festen Maschen. So. Das heißt, wir brauchen hier einen Bogen, da und da und da. Also stechen wir hier wieder hinter der festen Masche ein. Erster Bogen. 3 Luftmaschen. Zweiter Bogen. Dritter Bogen. Und dann 3 Luftmaschen. Mit dem 4. Bogen beginnen wir die Blüte. Und hier sind die 3 festen Maschen. Umschlag, einstechen. Eine Büschelmasche häkeln, diese nicht abhäkeln, sondern offen lassen, nächste Masche, eine Büschelmasche und in die dritte eine Büschelmasche und dann alle gemeinsam abmaschen. Mit einer Kettmasche schließen und zuziehen. Und nochmal 3 Luftmaschen und eine separate Büschelmasche häkeln. Drei Luftmaschen und hinter der nächsten festen Masche wieder den ersten Bogen erzeugen. 3 Luftmaschen und ab hier jetzt wieder 3 Bögen zwischen den Blüten. Das bleibt also grundsätzlich immer 3 Bögen zwischen den Blüten. Es verändert sich nur der Anfang. Und auch hier wieder mit dem dritten Bogen komme ich so aus, dass ich die 3 festen Maschen zwischen den Blüten der Vorreihe habe und da kommen dann wieder die Büschelmaschen rein. Und so sieht es dann aus. Also auch das kann man sich dann sehr gut merken. In der Reihe, wo ihr nur die Bögen machen müsst, also die Grundbasis für die nächste Blütenreihe, da beginnt ihr mit einer festen Masche am Anfang und endet auch mit einer festen Masche. Und in den Reihen, wo ihr den unteren Teil der Blüte und den oberen Teil der Blüte häkelt, da beginnt ihr immer mit 5 Luftmaschen und endet mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Also hier dann auch. Wieder die 4 Bögen am Ende häkeln
Und den letzten Bogen machen wir mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. So sieht es dann aus. 3, 4. Nächste Reihe wieder 5 Luftmaschen. Wieder 4 Bögen bis zur nächsten Blüte. Dann jetzt der dritte vor der Blüte, um mit den nächsten 3 Luftmaschen dann die Blüte vollenden. Hier dann wieder die Büschelmaschen jeweils einzeln häkeln und 3 Luftmaschen immer dazwischen. Luftmaschen und noch die letzte, dass wir insgesamt 7 Blütenblätter haben. So, 3 Luftmaschen, dann wieder darauf achten, dass ihr die 3 Bögen zwischen den Blüten habt. Also noch einmal hier 1, 2, 3, 4, mit dem 4. dann die Blüte beenden. Und dann wie vorher gehabt, 3 Bögen, 1, 2, 3, um zur nächsten Blüte zu kommen. Der Anfang bleibt immer 5 Luftmaschen und wo die Bögen gehäkelt werden, nur feste Maschen. Ja, und dann jetzt einmal bis wieder zum Ende durchhäkeln. Und dann kommen wir schon zum nächsten Part. Der nächste Part sieht dann so aus, dass ihr die Ärmelbreite braucht. Einmal von einem gut sitzenden Pullover die Breite nehmen. Bei Größe M nehme ich immer so um die 20-22 cm. Und diese teilt ihr durch 2. In diesem Fall hier werde ich jetzt 20 cm nehmen. Das heißt, die Hälfte davon sind 11. Und nun werde ich so viele Blütenreihen häkeln, bis ich 11 cm erreicht habe, und die zweiten 11 cm, um dann insgesamt auf 22 zu kommen, die werden dann schon mit einem anderen Muster gehäkelt. Und wie das geht, das zeige ich euch dann jetzt. So, zurück, nachdem ich 4 Blüten gehäkelt habe, bin ich auf ungefähr 11 cm gekommen. Die letzte Reihe ist wieder die Basisreihe. Das ist wichtig, damit wir hier auch das nächste Muster in der anderen Farbe beginnen können. Dadurch, dass wir dann automatisch auch auf dieser anderen Farbe gelandet sind. So, und dann kommen wir zum nächsten Muster. Dieses wird recht simpel sein, und zwar häkeln wir jetzt um die Kette herum immer 2 Maschen und in die feste Masche eine. Ich beginne hier mit einem Stäbchen, ihr könnt aber auch mit einer festen Masche beginnen, das ist eigentlich vollkommen egal. Also mache ich einen Umschlag, gehe um die Kette herum und häkle ein Stäbchen. Danach gehe ich wieder um die Kette herum und häkle eine feste Masche. Nun mache ich einen Umschlag und gehe in die feste Masche der Vorreihe und häkle ein Stäbchen. Dann wieder eine feste Masche um die nächste Kette, ein Stäbchen um die nächste Kette und dann wieder eine feste Masche. Nächste Kette.
kommt dann wieder ein Stäbchen, eine feste Masche und ein Stäbchen dann in die feste Masche der Vorreihe. Und so weiter und so fort. Das ist wichtig, damit ihr nicht noch weiter in die Breite geht. Das Muster wird sich auf jeden Fall auseinanderziehen, also ihr werdet eine Schräge an der Seite bekommen. Und dann würde ich sagen, häkeln wir jetzt erstmal bis zum Ende und dann zeige ich euch das Ergebnis. Am Ende angekommen müsste alles glatt aufliegen. Hier habe ich die Reihe jetzt mit einer festen Masche beendet und so wird das dann sich auseinanderziehen, also so nach rechts weg, denn die Blüten ziehen sich zusammen, daher brauchten wir 20% mehr auf alles. Und dann kommen wir zur Reihe 2 des Musters. Da ich hier jetzt mit einer festen Masche die Reihe beendet habe, beginne ich die nächste Reihe mit einem Stäbchen. Das heißt 3 Luftmaschen. Einen Umschlag und schauen, dass ihr in die feste Masche der Vorreihe einstecht und ein Stäbchen häkelt. Dann in das Stäbchen, was folgt, eine feste Masche. Dann wieder ein Stäbchen in die feste Masche und eine feste Masche in das Stäbchen. Und so geht jetzt die ganze Reihe weiter. Also wichtig ist, dass ihr in den Ketten immer 2 Maschen verteilt und eine dann in die feste und euch nicht daran stören lässt, dass das Ganze etwas in die Weite auseinander geht. Hier habe ich jetzt meine 11 cm dran gehäkelt und habe somit die Gesamtbreite meiner Ärmel erreicht. Jetzt kann ich den Faden hier abschneiden und schon mal fixieren. Denn als nächstes ermitteln wir die Brustweite und das Ganze wird dann auf der anderen Farbe wieder begonnen. Kommen wir erstmal zum Berechnen. Ihr nehmt einmal euren Brustumfang. Hier gehe ich immer von Größe M aus, 100 cm, teile das durch 2, komme auf 50 fürs Vorder- und 50 fürs Rückteil. Und hier muss ich dann auch wieder plus 20% draufrechnen. Und das war es dann auch schon. Am besten klappt ihr jetzt eure Ärmel einmal in der Mitte der Länge nach zusammen, so, um die Mitte zu ermitteln. Setzt euch dann hier einen Marker. Und jetzt schauen wir erst einmal, dass wir den Kragen abmessen. Da könnt ihr bestenfalls von einem gut sitzenden Pullover die Kragenmaße übernehmen oder ihr messt bei euch selber am Hals einmal. Wenn ihr als Beispiel jetzt eine Breite von 60 cm habt, nehmt ihr die Hälfte, also 30, dann lege ich das Maßband an, gehe in die eine Richtung 30 cm, markiere mir die Stelle und dann gehe ich in die andere Richtung 30 cm und markiere mir die Stelle. Das ist so die einfachste Methode. Die Mitte ermitteln, die Maße aufteilen, nach links und nach rechts. So. Dann können wir den mittleren Marker rausnehmen. Und jetzt ist wichtig, dass wir von außen, also von hier vom Ärmel, nach innen einmal alle Maschen abzählen, auf beiden Seiten und gegebenenfalls korrigieren, falls nicht die Maschen gleich sein sollten. Da wir das Ganze zweimal häkeln, auch ganz wichtig, habe ich glaube ich vergessen zu sagen, einmal Vorder-, einmal Rückteil,
solltet ihr das auch dort machen oder aber euch die Maschenanzahl irgendwo aufschreiben. Hier beginne ich wieder mit einem Stäbchen über einer festen Masche, nur in einer anderen Farbe. Und dann verteilen wir halt wieder über dem Stäbchen die feste Masche und über die feste Masche das Stäbchen. Und das einmal unserem errechneten Brustumfang entsprechend. Dieses Muster werden wir jetzt allerdings etwas anders häkeln, nur die erste Reihe bleibt jetzt gleich. Die zweite wird sich etwas ändern. Und so sieht die Reihe dann aus, wenn sie fertig ist. Kommen wir zur Reihe 2. Dazu nur 2 Luftmaschen. Und nun häkeln wir mit halbem Stäbchen, allerdings ins hintere Maschenglied eingestochen. Ich zoome euch das mal etwas ran. Halbe Stäbchen, Umschlag, ins hintere Maschenglied einstechen und ein halbes Stäbchen abhäkeln. Umschlag, nächste Masche, hinteres Maschenglied, also hintere Schlaufe einer Masche, halbes Stäbchen abhäkeln. Ganz simpel. Und so die ganze Reihe. Hintere Schlaufe abwickeln. Und so sieht es dann aus, so eine leichte Schaffelung. In der nächsten Reihe dann häkeln wir wieder unser Muster, Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche und danach die Reihe wieder halbe Stäbchen in der hinteren Lasche abgehäkelt, immer im Wechsel. Dadurch verändert sich das Muster optisch ein wenig, es gibt so ein paar Löckchen und sieht ganz schick aus. So. Hier zeige ich euch nochmal, wie das Ganze dann aussieht. Wie ihr seht, haben sich da so ein paar Löckchen gebildet. Und dieses Muster habe ich auch auf 11 cm runtergehäkelt. Nun wechseln wir dann wieder die Farbe. Und kommen zu einem Muster, was das Ganze wieder etwas zusammenzieht. Und zwar häkeln wir hier jetzt mit Reliefstäbchen. Das heißt, wir werden erst einmal die ganze Reihe mit Stäbchen behäkeln. Ganz unspektakulär. Schaut dabei, dass ihr keine Masche auslasst. Und dann häkeln wir jetzt die Reihe erst einmal bis zum Ende durch. Und wichtig ist danach, dass wir einmal alle Maschen durchzählen. Denn hier müssen wir dann schon schauen, wie viel fehlen uns, bis wir wieder teilbar durch 15 kommen. Nehmt dann lieber eine Masche mehr. Solltet ihr natürlich nur eine Masche zu viel haben, könnt ihr die dann wegfallen lassen. Und dann kommen wir jetzt zu den Stäbchen. 3 Luftmaschen. Gehen um das Stäbchen herum und ziehen es nach vorne und häkeln ein Stäbchen ab. Dann machen wir einen Umschlag und nehmen das gleiche Stäbchen, allerdings gehen wir von hinten um das Stäbchen herum, denn wir brauchen ja hier eine Zunahme, und häkeln wieder ein Stäbchen ab. Jetzt gehen wir um das nächste Stäbchen herum und ziehen dieses wieder nach vorne. Das nächste wieder nach hinten
und das nächste wieder nach vorne. Auch das ist eigentlich recht simpel, nur der Anfang ist halt etwas kniffliger, da wir um das gleiche Stäbchen ein Reliefstäbchen nach vorne und eins nach hinten machen müssen. Aber das ist so die leichteste Variante, um im Rhythmus zu bleiben. Und so können wir jetzt Reihe für Reihe weiter häkeln. Wir häkeln die Reliefstäbchen so, wie sie kommen, in der nächsten Reihe und machen halt, wie gesagt, die Zunahmen so, dass wir immer ein Reliefstäbchen nach vorne und eins nach hinten ums gleiche Stäbchen machen. Das fällt dann optisch gesehen nicht so auf. Das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr ein, zwei Maschen wegmogeln müsst. Und dann werde ich jetzt erst einmal häkeln, bis meine Zunahmen alle fertig sind. Nach 5 Reihen mit Reliefstäbchen habe ich meine dementsprechenden Zunahmen gemacht, sodass das Muster wieder teilbar durch 15 ist und ich wieder mit den Blüten weitermachen kann. Hier heißt es jetzt wieder für mich 4 Reihen mit Blüten erzeugen. Für euch halt eure dementsprechende Anzahl, wie ihr auch oben erzeugt habt. Können ja auch 5 sein oder nur 3 für einen kleineren Pullover. Dazu gehe ich jetzt allerdings auf Shanty, denn das Ganze möchte ich farbverkehrt häkeln. Ich werde jetzt mit dieser Farbe, die ich hier fixiert habe, eine feste Masche häkeln und diese Basisreihe erst einmal schaffen. Das heißt 3 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine feste Masche. Und somit jetzt erst einmal durch die Bögen häkeln, die Grundreihe für die Blüten. 3 Luftmaschen, 2 freilassen und in die dritte eine feste Masche. Vorher waren die Blüten ja in Shanty gehäkelt und diesmal sollen sie dann in Rost. Und wie das Ganze geht, das wisst ihr ja bereits schon vom Anfang. Die Blütenreihen werden immer mit 5 Luftmaschen angefangen und mit 2 Luftmaschen und ein Stäbchen beendet. Und die Reihe mit den Bögen wird mit einer festen Masche begonnen und mit einer festen Masche geendet. Nachdem ich auch hier wieder 4 Blumen erzeugt habe, so wie oben, nur halt farbverkehrt, kommen wir nun zum letzten Part. Und der ist ganz einfach, den habt ihr bereits schon gehäkelt. Wie der zweite. Also wir haben hier oben mit den Blumen angefangen und danach mit dem Part Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch wieder, nur halt in der anderen Farbpartie. Denn bei der kommen wir dann auch aus, wenn wir die letzte Reihe mit den Kettchen gehäkelt haben. Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr beginnen möchtet. Ich werde hier wieder mit dem Stäbchen beginnen. Ein Stäbchen um die Kette rum. Eine feste Masche um die Kette rum. Ein Stäbchen in die feste Masche. Dann eine feste Masche um die Kette rum, ein Stäbchen um die Kette herum und eine feste Masche in die feste Masche. Ein Stäbchen um die Kette, eine feste Masche um die Kette und ein Stäbchen. Also immer 2 Maschen um die Kette und eine in die feste Masche der Vorreihe. Und danach Reihe für Reihe wieder immer entgegengesetzt. Über das Stäbchen eine feste Masche und über die feste Masche ein Stäbchen. In die darauffolgende Reihe wieder alles wechseln. Und das häkelt ihr jetzt so lang, wie ihr euren Pullover haben möchtet. Ich werde euch dann mein Endergebnis zeigen. Wie immer gilt das Ganze natürlich zweimal, Vorder- und Rückteil häkeln
und dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Kommen wir nun zu den Bündchen. Dafür werde ich mit einer Nadelstärke 3 häkeln, 2 Maschenmarkierer und die Farbe Shanti dazu nehmen. Ich beginne wieder mit der direkten Kette, also dem Fußschlingenanschlag. Ihr könnt aber auch mit Luftmaschen beginnen. 2 Luftmaschen. In die erste Masche dann zurück, in die untere einzelne Schlaufe am besten, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2 Schlaufen. Nun haben wir hier die erste feste Masche, dort können wir dann den Marker setzen und die gleiche Masche könnt ihr auch von unten erkennen. Also stechen wir jetzt dort ein. Nehmen die gesamte Masche, holen den Faden durch, ziehen beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und durch 2 Schlaufen. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2. Und so häkeln wir jetzt bis auf 20 feste Maschen. Wer natürlich ein längeres oder kürzeres Bündchen haben will, der passt die Maschen dementsprechend an. Und ich werde jetzt auf 20 feste Maschen häkeln. Zwei, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kommen wir zur Reihe 2. Eine Wendeluftmasche und nun immer ins hintere Maschenglied, also in die hintere Lasche einer Masche einstechen und eine feste Masche abhäkeln. Auch hier wieder den Marker setzen, denn die erste und die letzte Masche verdrehen sich immer gerne. Und wieder ins hintere Maschenglied eine feste Masche. Hintere Schlaufe, eine feste Masche. Und so nun die ganze Reihe. Bis zum Ende. Marker können wir dann rausnehmen, den brauchen wir gleich. Eine Luftmasche, wenden und auch in der nächsten Reihe ins hintere Maschenglied, in die hintere Lasche einer Masche einstechen. Und eine feste Masche häkeln. Marker wieder setzen. Und die ganze Reihe wieder in dem hinteren Schläufchen abhäkeln. Ganz unspektakulär. Und so weit, bis das Ganze perfekt um euer Handgelenk passt. Nach 40 Reihen können wir nun das Ganze verbinden. Dazu steche ich auf der anderen Seite ein und fixiere erst einmal mit einer Kettmasche. Und nun nehmen wir uns immer den inneren Faden der ersten Masche und vom hinteren Häkelstück den äußeren Faden und häkeln das Ganze mit einer Kettmasche ab. Den innenliegenden Faden von der Masche am vorderen Häkelstück und den äußeren Faden oder Lasche vom hinteren Häkelstück.
abketten. Innere Lasche, äußere Lasche, abketten. Innere Lasche, äußere Lasche, abketten. Dann können wir den Faden abschneiden. Und vernähen. So, und jetzt habt ihr hier eine ganz leichte Naht. Das ist dann die Innenseite und das ist dann die Außenseite und da sieht man dann überhaupt nichts. Und das ist dann unser Ärmel. Und das können wir dann mal 2 häkeln. Zurück, nachdem wir soweit alles gehäkelt haben, nehmen wir uns einmal unseren Pullover, also hier ist unten, hier geht es nach oben und hier sind die Ärmel, und nehmen uns das Ganze einmal und klappen es in der Mitte zu. Also wir legen Ärmel auf Ärmel, streichen das Ganze glatt. So. Und markieren uns hier die Mitte. Danach geht ihr hin und nehmt von einem gut sitzenden Pullover mal den Halsausschnitt oder messt bei euch selbst ab, wie weit der Halsausschnitt sein soll. Und geht von dem Marker aus und nehmt die Hälfte vom Halsausschnitt in diese Richtung und die andere Hälfte des Halsausschnittes in diese Richtung. Und wenn ihr das dann aufklappt, habt ihr den gesamten Halsausschnitt. Dann müsst ihr allerdings nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, von außen vom Ärmel nach innen die Maschen abzählen und halt gegebenenfalls korrigieren, falls links und rechts die Maschenanzahl nicht die gleiche ist. Also von außen vom Ärmel nach innen zum der Kragenmarkierung abzählen auf beiden Seiten und gucken, dass dort die Maschen gleich sind. Und das natürlich bei beiden Oberteilen. Und als nächstes legen wir dann beide Oberteile aufeinander. Ihr könnt dann schauen, welche Seite ihr so am schönsten findet, welche ihr nach innen oder außen haben wollt. Denkt dran, dass das hier halt von innen und von außen anders aussieht. Und dann vernähen wir einmal den Pullover von hier hoch zum Ärmel und bis zum Ärmelende. Und dann vernähen wir einmal von hier oben vom Ärmel bis zu unserer Kragenmarkierung, so dass wir schon mal das Grundgerüst von unserem Pullover haben. Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Zum Vernähen nehme ich den Faden doppelt und mache mir unten ein Knötchen hinein. Dann nehme ich mir den Anfang und dadurch, dass wir unten das Knötchen haben, haben wir auch direkt schon den Faden schön fixiert. So. Und als nächstes gehen wir hin und stechen am hinteren Häkelstück etwa einen halben Zentimeter lang von links nach rechts ein. Legen den Faden nach vorne über und stechen dann am vorderen Häkelstück in der Höhe unseres Fadens wieder einen halben Zentimeter weit ein. So, legen den Faden wieder über und stechen auf der hinteren Seite dann wieder in Höhe des Fadens ca. einen halben Zentimeter ein.
so geht das jetzt hin und her, bis wir an unserer Markierung angekommen sind. Zwischenzeitlich einmal so ein bisschen dran ziehen, dass das Ganze sich nicht zu sehr zusammengezogen hat. Gruselig soll es schließlich auch nicht aussehen. Und dann haben wir gleich eine schöne, flache Naht. Komplett flach. So, passend zu unserem Rand. Kommen wir zu guter Letzt noch zu den Bündchen. Dazu drehe ich mir meinen Pullover auf die richtige Seite, auf die Außenseite. Und das Bündchen, da schaue ich, wo ich hier die Naht habe. Hier, die drehe ich auch nach außen. Also das auf links drehen und den Pullover auf so, wie ihr ihn anziehen würdet. Dann mache ich mir den Ärmel etwas glatt. Nehme hier unten die Naht und nehme mir auch vom Bündchen die Naht und lege beides so übereinander. Hier ist die Naht, da ist die Naht. So, dann können wir den Ärmel hier drin so ein bisschen verteilen, weil der ist ja auch zu groß. Irgendwie so ein bisschen gleichmäßig. Wer möchte, kann sich das dann auch fixieren. Und wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, dass ihr den zurückklappt, habt ihr Außenseite und auch Außenseite vom Bündchen. Das ist die leichteste Variante, um das Ganze zu vernähen. So, also hier ist die Naht. Ne, da war das. So. Und dann können wir schon mit dem Vernähen loslegen. Ich beginne bei der Naht. So. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir nicht mit dem Kautstich in diese Richtung einstechen, sondern immer von unten nach oben oder von oben nach unten. Damit das Ganze schön elastisch bleibt. Würden wir jetzt so vernähen, hätten wir keine Möglichkeit mehr, das Ganze zu dehnen und es wäre zu eng am Handgelenk. Man könnte schauen, dass ihr immer so circa einen halben Zentimeter, wenn möglich sogar dichter, das Ganze vernäht. Immer mal wieder schauen, dass ihr das auch so ein bisschen verteilt. Ist ja auch eine Menge Volumen, was jetzt hier verwuselt werden muss. Und dann einfach einmal herum vernähen. Und das war's auch schon von meiner Seite. Am Halsausschnitt könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, natürlich auch noch einen Kragen dran häkeln. Ich persönlich finde es so am schönsten. Ich lasse es so, weil durch das Blütenmuster sich hier so Wellen entwickelt haben und das fällt sehr schön am Hals und an den Schultern. Was das Bündchen unten anbelangt, das ging ja durch das letzte Muster so ein Stück auseinander und sitzt daher auch über den Bobbes perfekt. Da möchte ich jetzt auch kein Bündchen mehr dran machen, mal davon ab, immer nur Ribbündchen ist ja auch langweilig. Und wenn es super sitzt, warum die Arbeit und Mühe machen? So hat man auch mal einen etwas anderen Schnitt.
Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Ansonsten findet ihr mich auf Facebook und Instagram. Viel Spaß beim Werkeln und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.